Nun möchte ich die 5 Endings präsentieren, die ich bei Needy Streamer Overload auch total als böse empfinde, was auch besonders mehr heraussticht. In diesem Moment bei diesem Ending von Labor is Evil ist es so, dass man ab Tag 30 denken tut, dass es dann mit der gewünschten Anzahl von Followern nicht erreicht wurde. Dementsprechend hat sie dann wohl keinen anderen Sinn mehr, als quasi einen weiteren Job zu suchen. Allerdings muss man hier auch sagen, dass es hier einen immensen Zeitsprung gibt, und zwar nämlich bis zu Tag 100. Und dort ist es dann so ersichtlich, dass es dann für sie sehr hart wohl zugehen, was bei der Arbeit ist, weil sie das auch so jedes Mal geschrieben hat wahrscheinlich, weil sie dann nämlich in dem Augenblick nicht mehr weiter kommuniziert, obwohl Pichan tatsächlich 3-mal hintereinander was schreiben tut. Und am Ende heißt es einfach nur noch, Ami-chan ist fort. Und das höchstwahrscheinlich für immer. Man kann immer nur viel spekulieren, weil da nur halt über dieses Programm gechattet wird. Aber es wird wahrscheinlich so eher verdeutlicht, dass es dann keinen anderen Ausweg mehr gab. Für sie alleine wegen auch Borderline, die sie hat, als auch die Tatsache, dass sie mit der Arbeit wohl nicht zurechtkam. Das heißt, sie hat das Zeitliche gesegnet. Bei diesem Ending handelt es sich hier einfach viel mehr darum, dass es eine Art Special Ending ist, weil das nämlich als einziges nur auftritt, und zwar, dass sie als dunkler Engel auftritt. Ja, das taucht dann immer wieder auf, wenn sie dann mehr beim Stresslevel wieder nach oben gestiegen war. Das heißt also 100 wird dann zu 120 und so weiter und so fort. Kann man ein bisschen wie bei Internet Overdose wieder denken, aber man darf es nicht so überstrapazieren wieder, dass es dann zu diesem Ereignis kommen tut. Man hat dann über 1 Million Follower, und dieser Jubiläums-Livestream, der dann für dieses 1 Million Event sein soll, dort tritt sie dann eher als das Gegenteil von dem Engel auf, den sie eigentlich übers Internet bringen will, und das ist dann die dunkle Seite quasi. Ja, sie zählt alles Mögliche auf, was im Internet da wohl geschieht, aber vor allem die ganzen abwegigen Aspekte bis hin zu diesen ganzen Sachen, die da halt mit Hate und Hass nicht gesehen dann nur wieder mal nur geäußert werden, weil es halt nämlich nichts anderes zutreffend ist mehr, was wir da sehen tut. Sie ist halt das Gegenteil davon. Man kann es auch als Special Ending bezeichnen, aber am nächsten Tag dann macht sie halt auch so, dass sie dann ihren Arm zeigt und ja, was man da wohl angerichtet hätte, dass die Community bzw. die Zuschauer das wohl so angerichtet hätten, beziehungsweise ja, dass es allgemein das Internet wohl ihr da so diesen Schaden hinzugefügt hätte und weiterhin nichts anderes mehr machen wir, als weiterhin mit ins Grab zu nehmen. In dem Sinne nämlich dann auch noch Messer hier dran hält. Ja, und das ist dann auch schon wieder dann dieses Ende gewesen, was ein bisschen zu speziell ist, aber es heißt wieder, dass sie sich das Leben genommen hat. Bei diesem Ending ist es auch wiederum so, dass es nämlich auf eine einzige Kategorie von dem Livestream spezialisiert, und zwar nämlich den Breakdown-Livestreams. Sie zieht es auch die ganze Zeit immer wieder durch, dass es dann so geschehen tut, dass sie dann wieder ihre Medikamente nimmt und dann immer wieder so in diesem Rausch sich befindet. Aber ab dem 5. Breakdown-Livestream möchte sie nämlich noch was ganz anderes machen, und zwar nämlich, dass sie ihre wahre Persönlichkeit zeigt. Quasi ihr wahres Ich. Und das ist nichts anderes als Ami-chan selbst. Sie wollte eigentlich als K-Angel, so als alter Ego nur auftreten, aber irgendwie hat sie es dann nur noch satt gesehen, dass man nicht ihre wahre Persönlichkeit sieht, wie gesagt, und tritt dann quasi als Ami-chan dann live auf und raucht eine Zigarette da nebenbei, und dann wird es auch noch dann wegen ihrer Authentizität auch noch dann bestätigt, und auch finden es auch voll super, dass sie so live auftritt und so weiter, und dass sie so direkt drauf ist, dass sie wirklich dann ihre ehrliche Seite zeigt. Leider ist es aber im Internet eher so, dass es dann eher einen Banngrund gab und sie deswegen eher eigentlich am Durchdrehen ist. Also sie hat eigentlich eher den kompletten Verstand verloren, was das angeht. Denn sie kann dann nämlich nicht mehr
wohl das Ganze so für sich selbst entscheiden, von der Entscheidungsfindung her gesehen, dass das alles gut funktionieren kann. Deswegen, ja, dieser Breakdown-Livestream, der dazu geführt hat, dass die Karriere mit den Livestreams nicht mehr funktionieren kann. I didn't want to drown my sorrow, no tomorrow, no tomorrow. I find it kind of funny and find it kind of sad. Dreams in which I'm dying are the best I ever had. I won't find it hard to tell you, I find it hard to take. Dieses Ending ist ziemlich düster gehalten, weil das nämlich tatsächlich auf einer wahren Begebenheit basieren tut. Das ist nämlich so, dass dir dieses Ending zeigen tut, dass sie dann mit dem Angaben, die ich gemacht habe, auch, dass ihre Mental Darkness halt hoch ist, ihre Faction ist wieder weniger, hat aber trotzdem recht viele Follower erreicht, aber trotzdem ist ihre eigene Psyche sehr angeschlagen und sie sieht sich jetzt in dem Sinne nur noch bereit, dass sie eine Art speziellen Livestream machen will, wo sie was ganz Besonderes machen möchte, was noch niemand zuvor gemacht hat wahrscheinlich. Ja, und sie sieht das nur noch so, dass sie dann direkt auf dem Dach geht als K-Angel und macht den Livestream an. Sagt so, dass sie sich eben verabschieden will, dass es absolut war, dass es jetzt hier vorbei sein würde. Wird dann direkt diese Tat dann verschreiten, dass sie dann direkt von dem Dach stürzt. Man sieht dann nur noch diese Antenne dort, aber man weiß auf jeden Fall, was da wohl geschehen wird. Man hört auch noch diesen Aufklatsch irgendwie, also dass er dann auf dem Boden aufgeklatscht ist und das war's. Ja, so ein Akt gewesen, dass er dann Suizid begangen hatte. Ich finde es nur wirklich ziemlich düster gehalten an der Stelle, dass es sich wirklich auf eine reale Begebenheit basieren tut, beziehungsweise es war halt mal so, dass es passierte, und zwar nämlich quasi, dass es Roro-chan 1999, so heißt eine japanische Livestreamerin. Ja, diese japanische Livestreamerin hatte sich einfach nur dafür gedacht, dass sie eine Art wohl Legendenstatus aufbauen wollte, beziehungsweise ich glaube auch generell, dass es ihr auch ebenfalls nicht so wirklich psychisch gut ging. Und sie deswegen aus einem sehr hohen Stockwerk auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall, dass sie dann auf dem Balkon halt war und ja direkt runtergesprungen war. Nur damit es halt einerseits was Besonderes wohl sein sollte, weil das noch niemand gemacht hatte, was sowieso schon abartig ist eigentlich, diesen Gedanken zu haben, ne? Weiß ich nicht, wie man auf diesen Gedanken kommen kann, aber da muss ja schon irgendwie was in ihrem realen Leben passiert sein, damit es auch überhaupt so denken tut. Also, dass das wirklich sowas passieren tut. Ich sage es immer wieder, man sollte besser die Hilfe holen, zumindest erstmal versuchen. Wenn alle Stricke reißen sollten, dann ist halt sehr schwierig, sowas halt eben nochmal zu sagen. Aber trotzdem kann ich auch immer wieder sagen, dass man auch aus ganz vielen Fehlern lernen kann und beziehungsweise, dass man nicht so viel aus anderen Leuten was mitnehmen sollte. Also quasi auch, wenn die irgendwelche Vorurteile bringen oder was auch immer. Auch wenn der ganze Druck aufgebaut wird, dann sollte man das auf jeden Fall nicht an sich heranlassen. Aber was ich hier wirklich ziemlich extrem finde, ist auch, wenn ihr euch an die Zahl erinnert, 1999. Diese Sache, ich habe das mit dem Jahr noch gar nicht erwähnt gehabt, das geschah alles 2013. Also müssen wir jetzt mal hiervon ausgehen, dass sie entweder 13 oder 14 Jahre alt war. Wenn man das wirklich von dem Usernamen so entsprechend tut, dass es wohl so ein Geburtsjahr sein sollte. Und das heißt auch, sie war noch nicht mal volljährig, als es gemacht hatte. Das ist... Und dann überhaupt auf diesen Gedanken zu kommen, dass sie dann live geht, direkt sagt, dass sie vom Balkon abspringen wird und damit Suizid begeht. Das ist echt, also da läuft es auch eiskalt den Rücken runter, wirklich. Das ist, wenn man so etwas halt eben machen tut, dann hat man alles eigentlich aufgegeben, so. Mehr kann man dazu nicht sagen. Aber kommen wir zu dem letzten Ending, okay? Bevor dieses Ending zur Niedriger Overdose hinkommen wird, muss man sie wieder zu einem gewissen Verrücktheitsgrad bringen. Und ja, da sehen auch schon manche dieser ganzen
Sprites wieder mal ganz komisch aus, auch vor allem, was da auch nämlich dann wieder so symbolisieren sollte, beziehungsweise wie ihre Gedankengänge sind und so weiter und so fort. Scheint sie eher wieder einen verwirrenden, vielleicht auch sogar auch verstörenden Blick zu bekommen, weil das sich jetzt weiterhin noch so anzuschauen und das auch länger vor allen Dingen zu ertragen, ist irgendwie eine beunruhigende Sache. Hier gibt es tatsächlich zwei Varianten, und zwar nämlich mit dem Needle Overdose hat man nämlich einmal so das Bad Ending und das Good Ending. Und das geht dann mehr so um Pichan, dass er nämlich daran angezweifelt wird, ob da wirklich noch weiterhin zu Amir-chan die Liebe noch zusammensteht oder halt nicht. Deshalb stellt sie so 3 explizite Fragen, die zu der Beziehung halt eben besteht. Und wenn man nur eine einzige Sache davon falsch antwortet, dann spammt sie jedes Mal das Wort Nein rein, quasi so frei nach dem Motto, sie dreht völlig am Rad. Das ist so, weil sie ein bisschen eskalierend wirken tut. Und ja, im Endeffekt kommt da nicht mehr, dann wenn das gescheitert ist für das Bad Ending, dann zückt sie ein Messer und es sieht immer aus, als ob sie in den Monitor stechen würde. Das ist dann das Bad Ending. Und Good Ending ist, wenn man alles davon richtig antwortet und dann gibt es dann noch so einen Text. So ein Textfeld, vielmehr. Da, wo man die ganze Zeit dann selber was verfassen kann. Dann auf der Tastatur kann man dann schreiben, was man möchte. Es ist nur wichtig, dass ihr Name drin steht und recht gut positiv klingen tut. Das heißt also, ja, man kann auch so viel schreiben, wie man möchte. Hauptsache, ihr Name ist drinne und ja, deswegen kann man einfach mal sagen, gut, dann schreibt man ein bisschen was und dann ist es erledigt. Dann haben sie da anscheinend wieder zueinander gut gefunden, der Streit ist geschlichtet und gut, dann ist das Good Ending quasi. Ein bisschen in Streit geraten, kann ja mal so in so einer Beziehung vorkommen, ne? Dass man einfach denkt so, ja, ich will gleich ein Messer zücken. Gut, aber das sind jetzt die 5 Endings, die ich hier präsentieren wollte. Ich hoffe, es hat euch direkt gefallen. Gebt dann mal ein Like und einen Kommentar, wenn ihr das wirklich gut fandet. Und ansonsten könnt ihr einfach hier direkt schon mal vorbeischauen. Hier kommen die nächsten 2 Videos, wenn ihr das noch nicht angeschaut haben solltet. Es gibt ja noch weitere, die noch weiter vorhanden sind, aber es werden noch mehrere Videos werden. Ansonsten, ja, wartet einfach weiterhin ab. Ciao, Leute.